Hallo, ich bin Julia Domenica Busse vom Informationskreis Leben und Lehre Bruno Grönings. Gott, ein großes Wort, ein mächtiger Begriff. Und seien wir mal ehrlich, wir können uns diesem Begriff nicht entziehen. Völlig unabhängig davon, ob wir religiös sind, ob wir in der Kirche sind oder ob wir einer anderen Religion folgen, wie dem Islam, dem Hinduismus oder noch einer anderen. Selbst wenn wir gar nicht an Gott glauben, ein Atheist sind, wird uns dieses Thema immer beschäftigen. Bruno Gröning hat auch sehr viel zu dem Thema Gott gesagt, sehr viele Begriffe, und vieles davon wird uns helfen, dass es für uns greifbarer wird. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, wollen wir ein bisschen allgemeiner auf dieses große Thema schauen. Das geht schon damit los, wenn wir aufwachsen. Wenn wir in die Schule gehen oder schon im Kindergarten, begegnet uns Religiosität, begegnet uns Gott, begegnen uns Menschen, die über Gott sprechen. Ob es unsere Eltern sind, ob es Lehrer sind oder im Umfeld. Und dort beginnt schon, dass sich unsere Vorstellung von dem, was hinter diesem Wort steckt, bildet. Eine Vorstellung, die oft natürlich darauf fußt, was Religion darüber denkt. Was also zum Beispiel für unser Christentum in der Bibel steht. Oder was für den Islam im Koran steht. Oder in anderen Religionen in den jeweiligen Lehrschriften, die dann von Menschen weitergegeben werden. Und durchaus auch schon einmal interpretiert werden. Wenn ich also jetzt mit jemandem darüber reden möchte, was ist Gott, wer ist Gott, dann kann man Begriffe finden, man kann eine Vorstellung miteinander teilen, aber Gott mit dem Verstand zu begreifen, ist sehr, sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Aber wie ich eben schon sagte, es geht ja sehr früh in der Kindheit los, dass wir uns davon eine Vorstellung machen. Und so haben Sie bestimmt auch eine Vorstellung davon. Für mich persönlich war es so, als ich ein sehr kleines Kind war der Begriff und die Vorstellung von Gott für mich recht unbefleckt. Das heißt, ich hatte so ein ganz natürliches Verhältnis dazu. Ich bin sehr gerne in Kirchen hineingelaufen und hatte irgendwie das Gefühl, dort ihn zu spüren oder in der Natur. Für mich war das immer irgendwie selbstverständlich, dass er da war. In gewisser Hinsicht änderte sich das radikal, als ich älter wurde. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber als ich in die Schule kam oder auch später im Gymnasium, ich habe immer noch viel zu Gott geredet und ich habe auch an ihn geglaubt, aber die ganzen Umstände dieser Welt, mit denen ich intensiver konfrontiert war als kleines Kind, haben mich natürlich ins Nachdenken gebracht. Und ich habe mir gedacht, irgendwas stimmt da doch nicht. Es ist so viel los auf dieser Welt, es geht so viel schief, es finden Kriege statt. Ich bin ein Kind aus den 80er Jahren, das heißt, ich habe viel Krieg im Nahen Osten auch mitbekommen und Umweltzerstörung und so weiter. Vieles, was wir von heute leider ja auch sehr präsent kennen, war auch in meiner Jugend aktiv. Und das hat mich ans Nachdenken gebracht, wie kann denn das sein? Mein naives Gefühl zu Gott war immer, dass er wie ein liebender Vater ist. Zu diesem Begriff komme ich später noch. Viele stoßen sich ja auch an dem Vaterbegriff, sage ich nachher noch etwas zu. Für mich war das so ein geborgenes, glückliches Gefühl, über das ich gar nicht groß nachgedacht habe. Aber wenn man dann natürlich diese ganzen Dinge mit einbezieht, wie ich gerade schon sagte, Krieg und Umwelt und Menschen, die einem merkwürdig begegnen und Dinge, die passieren, Folter, Vergewaltigung und so weiter, denkt man natürlich darüber nach, warum muss das geschehen? Die Frage, die sich viele ja stellen: Wenn Gott existiert, warum lässt er das zu? Und so habe ich viel mit ihm in meiner Jugendzeit gesprochen und habe ihm
muss ich leider zugeben, auch sehr viel Vorwürfe gemacht und gesagt, wie kannst du das zulassen? Wie kann es sein, dass so vieles passiert? Wie kann es sein, dass so vieles in deinem Namen passiert ist? Wie Kreuzzüge, Kriege und so weiter. So vieles. Und das hat mein Verhältnis und meine Verbundenheit zu Gott natürlich sehr getrübt. Ich habe mich nicht mehr so angeschlossen gefühlt an diese Quelle, an das Göttliche. Und viele Jahre später habe ich für mich verstanden, dass es ja gar nicht Gott ist. Ich habe es nicht nur verstanden, ich habe es auch empfunden. Es ist irgendwann so ein Moment im Leben, ich weiß nicht mehr, wann das war, wo es für mich klar war, alles hat seine Ursache und seine Wirkung. Und wenn ich mich ganz einfach gesprochen gegenüber jemandem schlecht verhalte, dann wird der sich in der Regel auch nicht positiv mir gegenüber verhalten, weil alles geht in Resonanz. Ich strahle etwas aus und der andere sendet das zurück. Und in diesen ganzen Gedanken der Ursache und Wirkung und dessen, dass wir auch eine starke Verantwortung für unser Leben haben und dass das auch unsere Freiheit ist als göttliche Kinder, dass wir uns dazu entscheiden können, was wir machen, ob wir etwas Gutes oder etwas Schlechtes machen. All das hat dazu geführt, dass ich verstanden habe, okay, es liegt gar nicht an Gott. Es ist ja nicht seine Entscheidung, wenn wir Kriege führen. Es ist auch nicht seine Entscheidung, wenn wir Menschen umbringen oder betrügen oder lügen und all die schlechten Dinge tun. Er hat uns die Chance gegeben, uns zu entscheiden, entweder das Gute zu tun oder das Schlechte. Das ist Freiheit und damit müssen wir lernen, umzugehen. Da müssen wir uns hineinentwickeln, dass wir uns immer für das Gute entscheiden, selbst wenn wir meinen, in dem Schlechten mehr Vorteile zu sehen. Und so habe ich begriffen, okay, es liegt ja gar nicht an Gott. Also warum haben wir eigentlich so eine negative Vorstellung von Gott? Und natürlich ist es in unserer christlichen Kultur auch ein bisschen nachvollziehbar, wenn wir das Alte Testament lesen, wo man merkt, das ist aber ein merkwürdiger Gott. Also da wird so vieles verargumentiert mit ihm, was mit Brutalität und mit Ungerechtigkeit auch zu tun hat. Und natürlich macht es was mit uns Menschen, wenn wir das lesen oder wenn wir davon hören und es einfach nicht übereinkommt mit unserem inneren Gefühl. So ein Gefühl vielleicht von, Gott ist doch eigentlich was ganz anderes, da stimmt doch etwas nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch leichter, für all die schlimmen Dinge, die passieren, jemand anderen verantwortlich zu machen. Also nicht hinzugehen und zu sagen, okay, wir müssen uns ja eigentlich dagegen entscheiden, gegen Krieg, gegen Umweltverschmutzung, gegen schlechtes Verhalten, sondern es ist irgendeine Instanz, die dahinter steckt, die uns bestraft. Das ist etwas, was ja viele Menschen glauben, dass Gott uns strafen würde und deswegen negative Dinge schickt. Auch zum Beispiel Naturkatastrophen oder Ähnliches. Dass oft unser eigenes dahinter steckt, ob jetzt direktes Handeln oder unsere Gedanken, das wollen wir oft ja gar nicht sehen. Und ich selber gebe es auch zu, das ist unangenehm. Man muss selber in den Spiegel schauen und sich klar machen, okay, das ist nun mal mein Fehler gewesen. Ich habe mich da falsch verhalten. Ich komme zurück zu dem Teil von der Jugend, bis hin zu dem, dass ich das begriffen habe. Und vielleicht können einige von Ihnen das auch nachvollziehen. Und vielleicht haben Sie auch jetzt noch diese Gedanken. Und es gibt sogar gewisse, ja, ich sag mal, Strömungen, die gar nichts mehr mit Gott zu tun haben möchten. Es muss gar nicht Atheismus sein, es kann auch andere, ja, ich sag mal, leicht religiöse Strömungen sein, die das für sich nicht mehr wahrhaben wollen. Genauso manche Bereiche der Wissenschaft, die sagen, das gibt es nicht, sondern es ist alles auf Grundgesetzen der Natur aufgebaut. Und dann gibt es auch noch andere Dinge in der esoterischen Szene, wo gesagt wird, Gott, naja, also diese komische Vaterfigur, die hatten wir jetzt lange genug. Das ist auch irgendwie diskriminierend gegenüber Frauen.
das müsste jetzt eigentlich eine Göttin sein. Oder man muss Gott Göttin sagen oder weitere, noch kompliziertere Sachen. Bis dahin, dass man diesen Begriff gar nicht mehr benutzen möchte. Das stelle ich schon seit vielen Jahren fest, dass in Gesprächen mit anderen es oft schwierig ist, wenn sie sich nicht gerade mit Spiritualität beschäftigen, das Wort Gott zu benutzen. Leider ist das schon so belastet, dieses Wort, mit so vielem, was passiert ist auf der Welt, was mit ihm ja eigentlich gar nichts zu tun hat. Ist Ihnen das vielleicht auch schon einmal so gegangen? Sie wollten mit Menschen über dieses Thema sprechen und haben gemerkt, kaum benutze ich das Wort, da entsteht so eine komische Barriere oder so, ja, so eine Verkrampfung in den Menschen, weil es so belastet schon ist. Und die große Chance für uns, die wir uns mit Spiritualität beschäftigen, ist ja, uns davon frei zu machen. Es ist ja unsere Entscheidung, wie wir dieses Wort wahrnehmen und mit was für Leben wir es füllen. Jetzt stellt sich immer noch die Frage, aber wer ist denn jetzt Gott? Und überhaupt, wie komme ich denn dahin, ihn zu empfinden oder da irgendeinen Kontakt zu bekommen? Wer Gott ist, das kann ich Ihnen so im Ganzen nicht beantworten, weil das so groß ist und so tief in eine Welt der Empfindung auch hineingeht und in eine geistige Welt, dass wir das mit Worten und mit einer Logik schwierig erfassen können. Aber wir können uns immerhin annähern. Und natürlich wäre so der erste Schritt, den man gehen würde, man schaut sich Schriften dazu an. Was haben also andere gesagt über Gott? Und wenn man im Christentum groß geworden ist, würde man sich die Bibel nehmen. Wie ich eben schon erwähnte, das Alte Testament wird dann natürlich schwierig für einen sein, weil es sehr widersprüchlich ist zum Neuen Testament, was Jesus über Gott gesagt hat. Nun prallen da zwei Welten aufeinander. Wenn ich meinem persönlichen Gefühl folge, würde ich immer sagen, das, was ich von Jesus Christus im Neuen Testament höre, da habe ich das Gefühl, da komme ich Gott näher. Er spricht liebevoll, ehrfurchtsvoll und nur positiv von seinem Vater. Dieses Wort der Vater, das hatte ich eben ja schon erwähnt, ist für viele ein bisschen schwierig. Natürlich, weil wir auch viele Erfahrungen in der menschlichen Geschichte mit Vaterfiguren oder mit männlichen Figuren gemacht haben, die Macht ausüben. Und schon sind wir in der Gedankenfalle, dass wir sagen, okay, das ist jetzt wieder so einer, der ist männlich und der unterdrückt und der herrscht und das ist so negativ belastet. Natürlich kann man Vater ja auch total positiv sehen. Jeder, der es erlebt hat, in seiner Familie einen liebevollen Vater zu haben, kann diesen Begriff auch mit Geborgenheit, mit Zugänglichkeit, mit Stärke, mit vielen tiefen Gefühlen und viel Verantwortungsbewusstsein und viel Liebe verbinden. Es kommt also auch hier darauf an, wie wir dieses Wort interpretieren oder auch interpretieren wollen. Okay, wir können uns die Bibel anschauen. Das Alte Testament, schwierig. Das Neue Testament, ja, Jesus Christus sagt einiges über Gott. Auch das, was er lebt, spiegelt natürlich wider, wie Gott ist. Weshalb er ja auch so schön sagt, der Vater und ich sind eins. Wie schön man daran sehen kann, dass diese Liebe, die Jesus Christus gelebt hat, tatsächlich auch von Gott kommt, von dieser Quelle. Aber so mega viel finden wir dann auch nicht in der Bibel. Jetzt können wir uns selber natürlich unsere Gedanken auch dazu machen. Allein wenn wir in die Natur rausgehen und schauen, wie wunderschön sie ist, wie vielfältig, wenn wir uns das Universum betrachten und so weiter, werden wir auf bestimmte Dinge kommen. Wahrheit kann man an so vielen Stellen finden, auch in anderen Schriften. Und zu dem Punkt möchte ich jetzt gerne auch kommen, was hat Bruno Gröning über Gott gesagt? Denn er hat uns so vieles mitgegeben an Inhalten und er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass seine Lehre von Gott kommt und nicht seine eigene ist. Dass es eigentlich die Lehre Christi sei, die ja durch Jesus Christus von Gott gekommen ist, dass da die Wahrheiten drin liegen und unsere Möglichkeit,
die Umkehr zurück zu Gott zu finden. Aber was hat er denn jetzt eigentlich konkret selber über Gott gesagt? Kann uns das weiterhelfen? Gibt es da vielleicht Anhaltspunkte, die uns helfen, diesen großen Begriff irgendwie näher zu kommen, mehr eine Überzeugung zu finden, wer Gott jetzt wirklich ist und was er für uns bedeutet? Dazu habe ich mir mal die Arbeit gemacht und einige Begriffe aus dem Buch von meinem lieben Mann Thomas Busse, die Lehre Bruno Grönings, herausgesucht. Und die möchte ich gerne mit Ihnen teilen. Gott ist ein Gastgeber. Er ist Besitzer der Erde und der Menschen. Der Mensch ist von Gott abhängig. Der Mensch ist sein Kind. Es gibt einen Weg zu Gott. Gott kann vom Menschen verlassen werden. Er ruft uns. Wir sind seine Werkzeuge. Er hat uns den Körper geschenkt. Er gibt uns die Seele in den Körper. Er hat die Seele in uns erschaffen als Empfänger der Kraft, des rein Göttlichen im Menschen. Gott sorgt für uns. Er gibt uns einen Lohn. Gott möchte unsere Erkenntnis und schenkt uns auch Erkenntnis. Gott prüft uns auch. Er hat viele Prüfungen für uns. Er kann einen Menschen aus dem Schutz fallen lassen, wenn der Mensch sich der Verbindung verschließt. Kommunikation können wir durch das Gebet führen. Gott hat einen Plan für uns, eine Bestimmung. Das Schicksal kommt nicht von Gott. Er lässt sich nicht erpressen, verlangen oder unter Druck setzen. Er gibt Aufträge. Wollen wir seinem Willen gehorchen, so müssen wir ihm folgen. Es gibt von ihm ein Werk, also so etwas wie einen Plan, ein Vorhaben, was geschehen soll. Gott hat bestimmte Gesetze, bestimmte Regeln, denen wir folgen müssen. Wir dürfen ihm dienen. Er ist die Ordnung. Er ist die Zeit. Er ist das Leben. Gott ist unser Vater. Gott ist auch Sender. Er ist überall. Er ist immer da. Er hilft uns. Er führt uns. Er spricht mit uns. Über die innere Stimme und über unser Gewissen. Er ist unsichtbar, aber spürbar am Körper. Gott heilt. Er ist der größte Arzt. Gott ist Schutz und er verzeiht. Er ist Gnade, Güte und er ist Freiheit. Er gab uns einen freien Willen. Er ist der Schöpfer. Gott ist Pracht und Herrlichkeit. Er ist gerecht. Er ist die Wahrheit und das Wissen. Gott ist das Gute. Gott ist Allmacht. Grenzenlos und nichts Böses kommt von ihm. Er ist das Richtige, die Reinheit, die Ruhe und das Natürliche. Er ist Heimat und Ursprung von uns. Gott ist die gute Gedankenquelle. Er ist Licht, Kraft und Kraftspender. Er schenkt Segen. Er ist die Liebe. Handschriftlich hat Bruno Gröning aufgeschrieben: Liebe ist Gott. Sie haben jetzt sehr viele Stichworte gehört. All diese Stichworte stecken in den Texten drin, die ich auf 100 Seiten untersucht habe. Manche aus Vorträgen, manche aus Handschriftlichem von Bruno Gröning. Das sind so viele Begriffe. Schauen Sie sich das gerne nochmal an. Drehen Sie das Video nochmal zurück und schauen Sie sich in Ruhe nochmal diese Begriffe an, weil es sind viele, aber sie sagen so viel aus. Und alles zusammengefasst in diesem Wort der Liebe.
Denn alles, was wir gehört haben, entspringt dieser Quelle. Gott ist diese Quelle. Liebe ist Gott, so wie Bruno Gröning es sagt. Und von daher lohnt es sich doch nun wirklich, sich damit zu beschäftigen, selber auf die innere Reise zu gehen und sich zu fragen, was bedeutet Gott für mich? Wie kann ich mich ihm annähern? Wenn ich vielleicht noch nicht so diese Gottverbundenheit spüre, was kann ich tun? Und gehen Sie doch ruhig den ersten Schritt, es erstmal mit der Logik zu machen und eben diese Begriffe sich anzuschauen, für sich zu überprüfen, kann das denn stimmen? Kann es sein, dass er mich beschützt und führt? Kommt denn wirklich nur Gutes von ihm? Was macht denn Sinn? Oft kann man mit dem Verstand schon ganz vieles für sich klären. Noch schöner und besser ist es natürlich, wenn das Gefühl dazu kommt. Wenn Sie beim Lesen oder Hören dieser Begriffe spüren, da muss Wahrheit drin sein. Das fühlt sich so richtig an, das fühlt sich so gut an. Da bekomme ich so ein tiefes Gefühl, vielleicht von Heimat oder von Kraft oder auch von dieser Liebe, die in Gott steckt, die von Gott kommt. Und weitere Möglichkeiten sind natürlich die Bruno Gröning uns auch aufgezeigt hat. Eine davon, das Einstellen, also die Meditation. Es ist ja nichts anderes, als sich aktiv mit Gott zu verbinden. Meditation an sich ist natürlich passiv. Wir setzen uns hin und nehmen einfach nur die Kraft auf. Wir machen uns ganz auf für Gott. Aber es ist ein aktiver Akt in dem Sinne, dass wir uns Zeit dafür nehmen, dass wir die Bedeutsamkeit davon erkennen und dass wir sagen, das lasse ich mir nicht nehmen, egal was um mich herum ist. Diese Zeit der Meditation oder des Einstellens, die nehme ich für mich, weil ich mich mit der Quelle verbinden will, mit der Liebe. Das Entscheidende ist, dass wir diese Zeit nutzen und uns wirklich mit ihm verbinden, denn dann können wir ihn auch erleben. Wir sind ausgestattet, um genau das machen zu können. Jeder von uns. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied, egal ob wir viel Geld haben oder wenig, ob wir Mann oder Frau sind oder einem anderen Geschlecht folgen. Völlig irrelevant. Was auch immer wir machen und auch wenn wir Dinge in unserem Leben gemacht haben, die nicht richtig waren oder die richtig schlimm waren. Gott verzeiht auch. Wenn wir uns Zeit für ihn nehmen, wenn wir sagen, das ist jetzt das Allerwichtigste in meinem Leben, ich setze mich hin und ich verbinde mich mit ihm. Und haben Sie ein wenig Geduld. Manchmal geht es vielleicht nicht so schnell, dass man das empfindet. Aber vieles im Leben braucht Geduld. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie noch mehr in diese innere Verbundenheit mit Gott kommen. So viel Schönes wird dadurch im Leben möglich, so viel Unabhängigkeit auch von vielem, was in dieser Welt passiert, so viel innere Ruhe. Und wenn Sie die Worte Bruno Grönings hören oder lesen, werden Sie noch viel mehr finden als die Begriffe, die ich Ihnen jetzt gesagt habe. Die Liste könnte noch ein bisschen länger sein, aber ich wollte erstmal eine kleine Zusammenstellung machen, sonst sprengt das noch den Rahmen des Videos. Ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft und mit den Worten Bruno Grönings, die ich wunderschön finde, möchte ich mich von Ihnen für heute verabschieden. Gottverbundenheit ist alles.